Ich freue mich sehr, heute den Giuseppe Grazia zu treffen. Das ist ein wichtiger Schriftsteller, ein NZZ-Kolumnist und der jetzige Herausgeber vom Schweizer Monat. Ich freue mich, dass wir hier zusammen miteinander diskutieren können. Danke für die Einladung. Die erste Frage ist bei mir eigentlich in der Regel immer die, weil ich finde, das ist eine Frage, die viel zu kurz kommt. Was ist eigentlich Bildung? Was bedeutet Bildung? Wer ist ein bildeter Mensch? Kannst du mir deine Sicht auf die Frage mal schildern? Also der Thomas von Aquin sagt im Mittelalter, Freiheit ist steigender Selbstbesitz. Je mehr ich mich besitzen kann, desto freier bin ich. Bildung wäre für mich ein Tool, das mir da ermöglicht auf dem intellektuellen Weg, dass ich mich selber besitze. Und das heisst, wenn man es ausdeutschen will, ich bin nicht Spielball von irgendeiner Macht, ich bin nicht Spielball einfach von der Gesellschaft, von irgendwelchen Normen, sondern ich kann die reflektieren, ich kann Distanz zu denen nehmen und ich kann auch sagen Nein oder Ja oder, zu diesen Sachen. Auch zu meinen genetischen Veranlagungen und so. Also steigender Selbstbesitz. Und wichtig ist, es gibt eine kleine Einschränkung beim Thomas von Aquin. Ganz besitzen kann sich der Mensch nie, weil er Bedingungen hat. Oder? Physische, soziologische, historische. Du kannst nicht wählen, in welchem Jahrhundert oder in welchem Land du geboren bist. Das sind Bedingungen, die du nicht kannst übersteigen. Aber innerhalb von denen kannst du steigen im Selbstbesitz. Oder? Und eine gute Bildung wäre eine Bildung, die dich in die Lage versetzt, immer mehr dich besitzen und dich zu verantworten. Auch da. Sehr interessant, habe ich noch nie gehört. Ich habe schon viel gehört über Thomas von Aquin, aber ich habe noch nie gehört, dass Bildung verstanden wird also als Weg zu steigendem Selbstbesitz. Ja. So kann man sagen. So würde ich jetzt das. Ich verknüpfe jetzt Thomas von Aquin mit meinem Bildungsideal. Dann frage ich jetzt ganz konkret nach. Du sagst steigender Selbstbesitz. Das heisst, steigende Fähigkeit sozusagen, sich selbst zu besitzen angesichts von sozialen Normen, ökonomischen Forderungen und so weiter und so fort. Kannst du das ein bisschen konkreter ausdrücken oder ein paar Beispiele geben von einem gebildeten Menschen? Ja, ein paar Beispiele. Also ein Mensch, der aufwächst in der Logik, die wir jetzt heute haben, du musst dich bewähren, du musst leisten, du musst schauen, dass du irgendwie die ganze Zeit etwas machst, damit du etwas wert bist. Oder? Bildung würde in die Lage versetzen, um zu sagen, gut, das ist ein Teil der Gesellschaft, das ist die Realität, oder? Das gehört zum Leben, dass ich etwas machen muss. Aber die andere Seite ist, ich bin in sich würdig. Ich habe eine Würde, die man mir nicht wegnehmen kann. Wenn ich da noch liege, im Koma und nichts mache, bin ich immer noch würdig, voll und ganz. So wie auch der grösste leistungsfähigste Manager. Oder? Das kannst du nicht lernen am Job. Für das brauchst du Bildung, dass es eine Institution gibt, die das sagt, dass es eine Bibel gibt, die sagt, jeder Mensch ist Ebenbild Gottes. Dass es eine Tradition gibt, auch im Humanismus, die sagt, jawohl, der Mensch ist würdig von Geburt bis zum Tod, unabhängig von seinem Status, unabhängig von seinem Erfolg oder Nicht-Erfolg und so weiter. Jetzt, wenn ein junger Mensch das nicht mehr hört, wenn er nur noch hört, wenn du das schaffst, dann bist du gut, wenn du das nicht schaffst, bist du ein Loser und so, dann wird es gefährlich für die ganze Gesellschaft, weil dann ja die Würde des Menschen auf dem Spiel steht und nicht einfach irgendwie. Also du kannst nicht als Gesellschaft die Würde des Menschen betonen, Menschenrechte im Munde führen, und gleichzeitig nichts dafür tun im Bildungssystem, dass du auch vorlebst nachher. Zum Beispiel als Lehrer. Also ein Lehrer, der dich nur nach deinen Output-Geschichten beurteilt, was du aus dir rauskommst. Aber nicht, dass du als solches schon eine Würde hast, bevor du überhaupt irgendetwas gemacht hast. Oder? Ein Lehrer, der nicht vorlebt, gehört für mich gerne nicht mehr in den Kanon der humanistisch-aufklärerischen Gesellschaft. Das ist dann irgendeine andere Ideologie, die dann herrscht. Eben, vielleicht Leistungsideologie oder im Sozialismus würde man sagen, dort ist Gesinnung vielleicht eher im Vordergrund im Sozialismus. Also hast du die richtige Gesinnung, bist du Parteimitglied, das ist dann dort wichtig. Und bei uns ist es eher, bist du kein Loser. Oder? Ja. Und der Bildete ist der das weiss, dass er etwas wert ist, unabhängig von all dem, unabhängig, ob er jetzt die richtige Rolle spielt, zum Beispiel im Sozialismus, genau. oder unabhängig davon, ob er jetzt erfolgreich ist, zum Beispiel im Kapitalismus. Genau. Also der weiss, dass er jemand ist, der sich selber besitzt, genau. Was auch immer rundherum gerade läuft. Also der weiss, ich habe ein Potenzial, um den ganzen Jahrmarkt der Gesellschaft zu übersteigen. Aber ich bin Teil davon und ich muss auch etwas beitragen. Also es ist kein egoistisches Programm, sondern ich kann dann sagen, wirklich von freien Stücken, ich mache das für die Gesellschaft oder ich mache das für meine Familie oder für meinen Job oder was auch immer. Aber wenn es nicht frei passiert, also wenn ich gerne reflektiert habe, was ich eigentlich hier mache und warum, dann kann man gerne nicht von einem Selbstbesitz reden. Du bist dann ausgesetzt, diesen Kräften, diesen Fliehkräften der Gesellschaft. Oder nicht, dass man es falsch versteht, ich bin kein utopischer Typ. Also ich glaube nicht, dass der Mensch eine Monade ist, der über allem schweben kann.
Aber er ist in der Lage, vom Geist her, sich selber zu verantworten vor sich selber. Also wenn einer mich fragt, was ist der Unterschied zwischen Tier und Mensch, sage ich nicht, ja, weißt du, er hat Bewusstsein, weil was ist das? Ich sage, er kann sich vor sich selber bringen. Ich kann mich vor mich selber bringen. Ich kann sagen, wer ist eigentlich der Giuseppe? Und ist er der noch sein will, oder ist er der jemand anderes will, dass er ist und so? Das kann ein Hund nicht. Ein Hund kann nicht sagen, wer bin ich eigentlich und wieso. Bildung hilft dir, um das zu nutzen für einen guten Zweck. Dein Potenzial, das geistige Potenzial ist ein Transzendenzpotenzial. Du kannst alles übersteigen, was du von der Summe her hier machst. Du kannst immer noch einmal fragen, ist das wirklich da? Ist es wirklich alles? Du kannst eigentlich, bis du stirbst, immer noch einmal fragen. Ja. Das ist die Fähigkeit des Menschen. Und diese Fähigkeit einsetzen für die Gesellschaft ist eigentlich das Ziel. Das ist wirklich sehr interessant. Auch all die verschiedenen Aspekte, die du in der Zwischenzeit sozusagen genannt hast. Du hast genannt die Bibel. Du hast genannt den Humanismus. Du hast genannt die aufklärerische Tradition. 3 Sachen, die mir jetzt gerade sofort in den Sinn kommen. Inwiefern ist Bildung also an diese 3 Sachen verknüpft? Ist Bildung immer notwendigerweise mit einem Bibelstudium verknüpft oder mit der Auseinandersetzung mit dem Humanismus oder mit der Auseinandersetzung mit der Aufklärung? Ist es immer mit dem verknüpft oder kann das auch unabhängig von dem sein? Nein, kann nicht. Also, ich glaube, die Idee von Kant, oder, dass man aus der eigenen Unmündigkeit heraustritt, der Aufklärung, oder? Durch eine intellektuelle Leistung, die Bildung ja ist, dass ich mündig werde, dann damit sagt er indirekt, der Mensch ist unmündig, bevor er anfängt auszutreten. Und er sagt selbst verschuldet. Ja. Das ist nicht die böse Gesellschaft, die gekommen ist, sondern du bist nicht anstrengend, unmündig. Ja. Eine gute Bildung, ein guter Lehrer versetzt mich oder meine Kinder in die Lage, um aus dieser Unmündigkeit langsam rauszukommen. Eben sich selber besitzen, dann sind wir wieder dort. Oder? Das ist ein Part. Aber eine Gesellschaft, die vergisst, woher die Idee der Person überhaupt kommt, also von der Würde des Menschen, das ist ein biblisches Substrat. Oder? Also die Menschenrechtserklärung ist eigentlich nach 1800 Jahren ungefähr ein Endpunkt in der Entwicklung der Idee, dass der Mensch vor Gott eine Würde hat, die niemand wegnehmen kann, die nicht einen sozialen Status irgendwie braucht, die nicht irgendwie eine besonders gesunde, eine besonders schöne, eine besonders tolle Leistung braucht, sondern gar nichts braucht. Ist einfach da und niemand kann es wegnehmen und niemand darf es wegnehmen. Ich glaube nicht, dass du die Erinnerung als Kollektiv, als kulturelles behalten kannst. Einfach so auf dem luftleeren Raum, ohne die Geschichte zu wissen. Okay. Das glaube ich nicht. Du musst eine Erinnerungskultur haben. Ja. Woher kommt eigentlich die Idee? Und natürlich sagen die Leute immer, ja, das kommt aus der Aufklärung. Ich sage, ja, schon, aber woher haben die Aufklärung die Idee, dass jeder Mensch unabhängig vom Status die gleiche Würde hat? Die haben es natürlich aus der christlichen und jüdischen Tradition. Und das zu bewahren heisst eben nicht zu vergessen, oder? Weil ich glaube, wir sind schon da, dass wir es vergessen langsam, da in Westeuropa sicher. Es verdunstet eigentlich das ganze religiöse Denken und da verdunstet auch die Würde des Menschen, da bin ich sicher. Du siehst es schon in den Diskussionen, die Boris-Gersdorf-Diskussion, die es vor ein paar Jahren gegeben hat, oder vor einem Jahr, die oberste Bundesrichterin, die sagt ja, die Würde des Menschen ist eigentlich verhandelbar und also, ich weiß nicht, wie viele Wochen oder Tage vor der Geburt ist noch, oder bis zur Geburt ist noch verhandelbar und nachher in der Euthanasie wahrscheinlich auch noch mal den nicht mehr und so. Also du merkst in diesen Diskussionen die Idee, dass es von Anfang an einfach da ist, seit Zeugung bis zum Tod. Die Idee ist schon lange nicht mehr Mainstream. Ist nicht mehr Mainstream. Also du würdest sagen, Bildung, das heisst der Weg zum Selbstbesitz, ist wirklich nur erlangbar, indem man sich zum Beispiel mit der religiösen Tradition auseinandersetzt, indem man sich mit der humanistischen Tradition auseinandersetzt, indem man sich mit der aufklärerischen Tradition auseinandersetzt. Und nur durch die Auseinandersetzung ist Bildung möglich. Das würdest du in dieser Drastik sagen? Wir können es vielleicht noch ein bisschen komprimiert fassen, wenn es geht. Also, ohne das Menschenbild, das jüdisch-christliche Menschenbild, dass der Mensch Gottes Ebenbild ist, dass er Geist hat, dass er Transzendenz hat und dass er in der Lage ist, sich zu besitzen und sich zu verantworten. Ja. Ohne das Menschenbild ist Bildung im klassischen Sinne nicht möglich, glaube ich nicht. Okay. Mir ist das schlüssig. Ich bin nur zu wenig bewandert mit anderen kulturellen Traditionen, geistigen Traditionen, zum Beispiel konfuzianischen Traditionen, um wirklich zu beurteilen, ob es dort nicht vielleicht doch zumindest ähnliche Ideen gibt. Es gibt ja zum Beispiel das neuere Buch von Hans Joas, wo er über Universalismus redet, einerseits und über die Würde des Menschen andererseits und sagt, dass die Herkunft
von der Idee, dass wir alle in Würde haben, dass wir alle wichtig sind, unabhängig von dem, was wir leisten, dass das eine Idee ist, die gleichzeitig doch an mehreren Orten in ähnlicher Form zumindest entstanden ist. Würdest du dem nicht vielleicht ein Zugeständnis machen? Ja, nein. Also es gibt verschiedene geistliche Traditionen. Aber die alle man kann konkret werden. Oder? Also im Konfuzianismus gibt es da, im Hinduismus gibt es da zum Teil. Und es gibt es auch beim Islam und es gibt es auch zum Teil im Buddhismus sogar. Aber die Traditionen sind alle spirituell. Also die gehen alle davon aus, dass der Mensch nicht einfach nur Materie ist, sondern eben auch transzendent. Ja. Inwiefern sich die nachher sozial durchsetzen, das ist eben die grosse Frage. Oder? Also, wir haben jetzt Glück gehabt. Wir haben jetzt im Prinzip durch das Judentum und das Christentum haben wir wie eine Art volkskirchliche Realität geschaffen. Und auf dem Boden von der Dekadenz von dieser Kirchen, auch kurz vor der Französischen Revolution, haben die Aufklärer können wie sozial wirksam machen, was eigentlich die hätten sollen machen. Ja, die sind ja auch korrupt gewesen, die sind ja auch, also die haben völlig versagt. Das sind ja Antichristen gewesen, im Grunde genommen. Und dann haben die das umgesetzt. Jetzt haben wir das Glück, dass wir es eigentlich haben. Wir haben einfach Menschenrechte jetzt, oder? Und die Frage ist, ob es die anderen Kulturen, die eine ähnliche Spiritualität haben, oder auch schaffen. Weißt? Weil, wenn du geografisch schauen gehst, wo Menschenrechte wirklich ernst genommen werden, mehr oder weniger, weißt? Dann sind das alles Gebiete, wo das Christentum eine grosse Rolle Dem spielt. stimme ich sicher zu, ja. Das ist das Problem. Und das bedeutet aber nicht, dass die das nicht haben. Das bedeutet ja nur, dass es braucht wahrscheinlich mehr, um es sozial wirksam zu machen, als einfach nur eine Religion. Es braucht wahrscheinlich Institutionen, es braucht Leute, die Mut haben und sagen, wir brechen jetzt mit unseren Traditionen, die dem widersprechen. Oder? Also im Islam müsste einer kommen und sagen, okay, Allah ist so groß, dass er eigentlich alle gleich geschaffen hat, Männer wie Frauen, wie Kinder, wie nicht Gläubige und so. Und wir trennen jetzt die ganze Geschichte vom Staat. Der Staat muss alle gleich behandeln und wir machen quasi die Scharia separat. Ja. So wie wir den Katechismus haben, müsste einfach einer kommen. Aber es ist ein gefährliches Unterfangen, oder? Ja, okay, verstanden. Also du würdest sagen, es braucht die Auseinandersetzung mit all diesen Sachen, ja. Religion, Humanismus, Aufklärung, und in der Kombination kann das dann wirksam werden, in die Köpfe der Leute kommen und in diesem Kontext dann in den Köpfen der Leute dafür sorgen, dass man die Vorstellung hat, ich bin etwas wert, unabhängig von dem, was ich schaffe. Also ich würde noch einen Schritt zurücktreten. Bei uns im Westen braucht es zuerst einmal ein Bewusstsein, weil das ist nicht mehr vorhanden, dass es überhaupt relevant ist, sich auseinandersetzen mit dem. Dass es überhaupt relevant ist. Ich kenne fast niemanden mehr, der sagt, das ist im Fall relevant, Religionsgeschichte oder Geistesgeschichte von Europa oder auch vom asiatischen Raum, dass das relevant ist. Das wäre meine Frage zurück. Wie konkret, wie spezifisch tut man die Beschäftigung mit den genannten Sachen dann in den Weg leiten? Ich würde zum Beispiel sagen, ganz so intuitiv, in dem Religionsunterricht hat, wo man das Christentum im Speziellen, aber die Religion im Allgemeinen kennenlernt. Ich würde sagen, zum Beispiel durch Geschichtsunterricht. Ich würde sagen, durch die Stärkung von einem Philosophie- und Ethikunterricht und so weiter und so fort. Ich würde also vielleicht ein bisschen konservativ sagen, zumindest vermeintlich konservativ. Ich glaube nicht, das ist konservativ. Durch die Fokussierung auf die alten, traditionellen Schulfächer, würde ich sagen. Ja. Es gibt nebendran noch sehr viele andere Sachen, die wichtig sind. Ich finde auch, man muss Medienkompetenz stärken, zum Beispiel. Ja. Aber so würde ich sagen, kommt man zu dieser Auseinandersetzung mit diesen alten Sachen und auch zur Bildung. Würdest du dem zustimmen? Würdest du das weiterführen? Wie siehst du das? Ja, nein, ich sehe es genau gleich. Also, übrigens hast du gewusst, in der Antike, das weißt du, in der Antike ist ja eigentlich Bildung ist Philosophie gewesen. Ja. Und das, was wir heute als Bildung anschauen, also Mathematik, Ingenieurwesen, KI, Ingenieure und so, das war Technik gewesen. Das ist quasi eine technische Hochschule. Ja. Das ist Anwendungswissen. Das hat einen tieferen Rang als Philosophie. Das ist ein höherer Rang in der Antike. Ja. Heute ist es genau umgekehrt. Ja. Heute ist die Technik, also die Anwendung, Empirie und so und empirische Forschung und Fortschritt, hat jetzt den höchsten Rang. Und der Philosoph ist im Prinzip eine Art Pausenclown. Ja, genau, das ist noch gut gesagt. Philosoph als Pausenclown. Ja. Oder der theologisch sowieso. Der ist nicht einmal mehr ein Pausenclown, der ist im Prinzip ein Pausenclown. Das ist natürlich keine gute Entwicklung. Also, ich bin ein Technikfan. Weißt, ich finde es cool. Ich finde auch KI cool, ist faszinierend. Also, ich habe nichts gegen Technik, wirklich nicht. Oder? Aber wenn Philosophie so abgestuft wird, Philosophie ist die Liebe zur Weisheit, okay, aber Philosophie ist konkret, schafft mehr Distanz zum Phänomen. Ja. Schafft mehr Distanz. Ja. Nimm keine Diskussion, oder? Ja. Ein Philosoph, ein guter, kann dir Distanz schaffen zum Phänomen, zum Begriff Intelligenz zum Beispiel und sagen, was ist überhaupt Intelligenz? Ja.
Gibt es einen Unterschied zwischen menschlicher Intelligenz und nicht menschlicher? Und so, die Fragen kommen nicht mehr vor im Fall. Es ist nur noch, wie muss man das jetzt anwenden und ist das jetzt gefährlich und wie viele Arbeitsplätze können verloren. Nur noch ganz nah am Phänomen. Ja. Und Philosophie macht Distanz zum Phänomen. Und wenn du das nicht mehr hast als Gesellschaft, fliegst du eigentlich fast blind. Also du würdest sagen, es braucht eine Umwertung der Werte wieder, dass man sagt, Philosophie, Reflexion über Tradition, Anschliessen an Tradition und so weiter, muss wieder einen höheren Stellenwert haben als die technischen Anwendungsbereiche, wo man dann lernt, wie man irgendetwas, das man gelernt hat, praktisch anwendet. Das würdest du also sagen. In der Schule und in der Universität? Ja, und im praktischen Leben. Ich komme nochmal mit dem Thomas von Aquin, oder? Wenn du das nicht machst als Gesellschaft, wenn du nicht mehr reflektierst über was du eigentlich machst, besitzt du dich nicht mehr, sondern es besitzt dich. Ja. Technik besitzt dich. Du weißt gar nicht mehr, was du machst, warum du es machst. Du musst reflektieren. Der Mensch kann nicht einfach sagen, jetzt bin ich frei und ich meditiere mich jetzt quasi raus. Du musst dich anstrengen. Wieso mache ich das? Wieso benutze ich jetzt das Smartphone und jetzt nicht? Die Juden machen ja den Sabbat. Wir hatten früher als Christen auch mal den Sonntag. Du machst einfach einen Unterbruch. Der Unterbruch war auch Reflexion im Grunde genommen. Wenn du das nicht machst, dann du bist in so einem Strom, oder? Und dann, das ist einfach auch ungesund. Und eine Gesellschaft, die sich selber nicht mehr besitzt, ist eigentlich gefährlich, oder? Ich habe verstanden, was du als Bildung verstehst. Finde ich einen sehr interessanten Punkt. Ich würde Bildung intuitiv anders ein bisschen definieren als du, aber nur sozusagen im ersten Schritt. Ich glaube, das, was ich als Bildung bezeichne, ist eigentlich sehr nahe an dem, was du für Bildung haltest. Ich würde sagen, Bildung ist immer ein Interessiertsein an der Welt, ein Anschauen von der Welt, ein Rausgehen in die Welt hinein, aber mit einer gehörigen Portion Distanz. Also also auch zugleich nicht konsumiert werden von der Welt. Also Abstand behalten zu der Welt. Reingehen, aber trotzdem draussen sein. Da kannst du nur mit Reflexion. Ja, genau. Ja. Also in dem Sinn würde ich ein bisschen vom anderen Punkt her kommen. Du kommst vom Wissen her. Ja, genau, ein bisschen eher vielleicht. Und ich habe jetzt gefunden, ja, aber das Verhältnis zum Wissen muss eben Selbstbesitz sein. Also ich weiß sehr vieles. Ja. Und ich kann noch mehr wissen, aber da braucht ja einen Zusammenhang mit mir. Also ich muss ja dann wissen, für was, oder? Also meine, ja, absolut. Und dann kannst du ja auch sagen, gut, vielleicht das brauche ich jetzt nicht, das ist nicht so relevant und das ist wichtig und so. Ja. Auch übrigens zum nachher etwas weitergeben. Ja, absolut. Wenn du gefragt wirst, wie wir jetzt ein Gespräch führen, würde ich ja etwas weitergeben, oder? Ja, absolut. Und da versuche ich sozusagen den Best of. Also was ich gelernt habe in meinem Leben, und ich habe so viele Sachen gelernt, die nutzlos sind. Ja. Also vom Wissen her. Ja, sehe ich. Ja. Also das heisst, ich weiß, was du mit Bildung meinst. Ich weiß, wie man im Groben zumindest zu Bildung kommt, deiner Meinung nach. Jetzt bist du Herausgeber vom Schweizer Monat, einer sehr, sehr wichtigen Zeitschrift in der Schweiz mit langer Tradition. Viele von den wichtigsten Denker und von den wichtigsten Denkerinnen vom 20. Jahrhundert haben für den Schweizer Monat geschrieben. Inwiefern siehst du den Schweizer Monat als Teil der Bildungskultur? Inwiefern soll auch der Schweizer Monat Bildung in der Schweiz und darüber hinaus befördern? Also die Kultur von der Debatte. Also wir haben in der Schweiz, ich würde sagen, im ganzen deutschsprachigen, vielleicht sogar im englischsprachigen Raum, aber mehr im deutschsprachigen Raum, den Tod der Debatte. Wir haben keine echte Debatte mehr. Oder? Und mit Debatte verstehe ich nicht, dass einer mit dem anderen einfach irgendwie streitet und dann haben beide irgendwie recht und gehen wieder heim. Sondern du leistest etwas, wenn du debattierst, für das Publikum, das sich schneller und besser eine Meinung bilden über das debattierte Subjekt oder Objekt, als wenn es die Debatte nicht gäbe. Und auch da gehe ich ins Mittelalter zurück, die Scholastik, oder? Die Kultur der Scholastik hat gesagt, bevor du einen Standpunkt kritisieren darfst, musst du den sozusagen vortragen in Anwesenheit deines Opponenten, oder? Und der muss dann nicken und sagen, wohl doch, du hast meinen Standpunkt verstanden. Also der ist flach, sage ich, oder? Und ich erkläre jetzt, warum du das weißt oder glaubst. Und erst dann darf ich den Standpunkt sozusagen widerlegen, nach meiner Meinung. Und der andere muss dann auch wieder das wiederholen. Diese Kultur ist das Ziel dieser Debatte. Und die würde ich sozusagen ein bisschen weiter reinholen im Mediensystem. Es ist zum Teil nicht einfach, weil das Mediensystem lebt heute von Clickbaiting und Erreichbarkeit und das, Emotionen und Storytelling und so. Da müssen wir auch alles machen. Aber ich glaube, ohne so eine Kultur, wie es die Scholastiker hatten, kannst du nicht freie Menschen haben. Also, und wir sind im Liberalismus, oder? In der Tradition der Liberalismus lebt von freien Geistern, oder? Und es gibt keine freien Geister ohne die Tradition. Das kann es gar nicht geben, weil du nicht lernst,
deinen Geist zu benutzen. Also, der blinde Fleck der Liberalen ist ja eigentlich eine Frage. Woher kommt denn der freiheitsfähige Mensch? Woher? Vom Himmel oben runter. Und auf die Frage gibt es praktisch keine Antwort. Die meisten, die ich sehr schätze, der Hayek und der Mises und wie sie alle heißen, setzen den freien Menschen einfach voraus. Der ist im Prinzip schon da, bevor sie angefangen haben zu schreiben. Und dann schreiben sie nur noch, wie das möglich ist, dass der bleibt. Ohne Staat und wie viel Staat. Aber woher kommt der ursprünglich, der Geist? Ich habe eine Antwort. Also als Christ, der kommt natürlich letztlich von Gott. Oder? Das ist der Spirit-Mann, der alles bringt. Und der Spirit zu verteidigen und auch letztlich zu fordern. Es geht um eine Forderung auch. Dass er, wie ein Sport, oder? Dass der wachsen kann. Für den braucht es Debatten. Und das ist ein Teil der Schweizer Monat. Ja. Okay. Also du willst Debatten anregen, du willst Debatten kaltvoll machen und du willst durch das einen kleinen Teil dazu beitragen, dass Menschen, die in der Welt sind, die Welt dann sozusagen mit Abstand, mit Distanz kritisch anschauen können und sich nicht einfach dieser hingeben, sondern immer ein bisschen Abstand wahren und locker bleiben und frei bleiben. Ja. Kann man das so zusammenfassen? Sogar wachsen im Selbstbesitz. Eben. Genau, so würde ich sagen. Ja, das habe ich verstanden. Ich würde aber da kritisch einfach einwerfen, Giuseppe. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, vielleicht bin ich da zu fest Kulturpessimist, aber ich glaube nicht, dass es möglich ist, besonders viele Leute in diesem Sinn zu erreichen. Ich glaube, dass viele Leute schlichtweg nicht empfänglich sind oder keine Zeit haben oder keinen Nerv, um sich mit so einer Debatte zu beschäftigen. Das glaube ich eben. Ich glaube, so gut du deinen Job machst, ich glaube, ein grosser Teil von diesen Sachen werden dann gleich versanden. Weil die Leute sagen, oh ja, cooler Aufsatz da im Schweizer Monat, super, auch kalt, voll Hammer. Mag ich nicht lesen. Weiter geht's, Instagram wird vorgenommen und Reels werden durchgedingst. Würdest du also nicht ein bisschen mir recht geben, dass ein bisschen aussichtslos Unterfangen ist, vielleicht ein bisschen zu brutal gesagt, aber es geht in die Richtung nicht? Ja, ich würde es gerne noch ausweiten und sagen, das gilt eigentlich für alle anspruchsvollen Angebote, die wir machen. Also, ich würde so sagen, der Liberalismus ist kein easy sell. Die Botschaft der Sozialisten ist ja, du musst dich eigentlich nicht anstrengen. Wenn es schief läuft, dann sind die anderen die schuld. Also die Gesellschaft ist die schuld, oder? Ein bisschen vereinfacht gesagt, aber ja. Ja, aber die Gesellschaft ist böse und ist schuld und patriarchal oder was auch immer. Und darum hast du kannst nichts dafür. Und wir sagen, nein, eigentlich musst du selber schauen, oder? Du musst dich anstrengen und das ist mühsam. Aber das Versprechen ist, langfristig ist es ein besseres Leben, weil du bist du. Du bist du und nicht irgendeine komische Idee von jemand anderem. Auch nicht das, was deine Eltern haben wollen. Du selber bist der. Aber das ist sehr anstrengend, du musst Leben lang. Du musst eben Artikel lesen, Bücher sogar, nicht nur, du musst sogar Bücher lesen. Ich habe seit 20 Jahren bin ich Mitglied in einem Philosophieclub, 3-4 Mal im Jahr trifft man sich, jeder wählt einmal ein Buch aus und dann treffst du dich irgendwo. Und dann musst du dann lesen, weißt du? Und wenn es natürlich anschießt und du so 400 Seiten musst lesen, oder? Irgendwie vom Hegel, oder? Unerträgliche Lektüre, meiner Meinung nach. Und dann musst du das Zeug aber lesen. Du musst, weil du musst darüber reden nachher, oder? Das ist gut. Es ist aber mühsam. Unterwegs ist es mühsam. Es ist wie Sport, es ist mühsam. Aber es lohnt sich. Darum, ich gebe dir recht, es ist kein easy sell, aber das gilt für alle Angebote, die freiheitsorientiert sind, für alle. Nicht nur für Debatten, sondern auch für die Wissenschaft, auch für es ist mega, Kunst, mega Dichtung und so weiter. Mega anspruchsvoll. Stimmt, ist so. Aber niemand hat gesagt, das Leben ist bequem. Niemand hat das je gesagt. Also ich weiß gar nicht, woher die Idee kommt, dass das Leben eigentlich nicht anstrengend soll sein. Ich weiß nicht, wer die Idee in den Weg setzt. Also kommst du sozusagen ein bisschen mit einem heroischen Pessimismus in die ganze Sache? Also du sagst sozusagen, ja, ich bin Pessimist, es ist nicht so einfach, es ist schwer, ob es klappt, weiß ich nicht. Aber man muss sich dem stellen, man muss versuchen, das zu machen, man muss gleich sozusagen energisch dahinter sein und, jetzt in deinem Fall, Debatten anzünden. Ist das korrekt? Also ich habe mal von einem Rabbi gehört, zum Unterschied zwischen Christen und Juden, hat er mir gesagt, wissen Sie, wir lernen als Juden schon als Kind, du musst die Welt besser hinterlassen, als du sie vorgefunden hast, oder? Also, und bevor du stirbst, schaut den Gott genau, hast du dort, wo du warst, etwas verbessert und sonst kommst du dran, gibt es einfach ein paar Ohrfeigen, oder? Ja. So. Und bei den Christen lernst du nur, du musst das WC so hinterlassen, wie du es vorfindest. Also einfach nicht schlechter, oder? Er hat gesagt, das ist der Unterschied von unseren Kulturen, das ist der einzige Unterschied. Ja, okay. Er hat keinen Druck, oder? Aber bei mir schaut da ständig der Herrgott und haut mir eins drauf, wenn ich nicht richtig... Und darum sind die so fleissig und so gut, auch in den Nobelpreis, siehst du, oder? Also, sie sind auch gut, Juden. Und ich weiß nicht, ob das stimmt, und vielleicht ist es ein bisschen zu vereinfacht, oder? Aber irgendwo hat es etwas. Darum habe ich es nicht mehr vergessen, es hat etwas. Und ich würde nicht sagen, dass ich bin weder Pessimist noch Optimist. Ich glaube, ich bin einfach realistisch. Ich sage,
In den meisten Fällen ist viel Anstrengung nutzlos. Ja, wir sind Sünder. Ja, die Menschheit ist mehr oder weniger dubios. Ja, aber du kannst trotzdem mit dem Raum, wo du bist, das Beste machen. Und ich behaupte sogar etwas für junge Leute, würde ich sagen, es ist im Fall ein besseres Leben. Wenn du das Beste von dir gibst, egal wo du bist, fühlst du dich am Abend besser. Das garantiere ich jedem. Garantiere meinen Kindern, garantiere jedem jungen Menschen. Wenn du es nicht machst, wenn du eher käfeln gehst und betteln und so, das ist ja schön, oder? Aber wenn du dann fühlst du dich im Fall nicht gut auf die Länge. Das ist ein scheiß Leben. Es macht fett und dumm und es ist kein gutes Leben. Ja, gut gesagt. Also du würdest sagen, es lohnt sich, den Weg einzuschlagen zu mehr Selbstbesitz, ja. Obwohl es anstrengend ist, obwohl es schwierig ist, ja. obwohl man schwere Texte lesen muss, obwohl es manchmal nicht lustig ist. Nein. Weil, wenn man dann in der Welt ist und ein bisschen Abstand haben kann zu der Welt, sich nicht von all dem, was es so gibt, gerade vereinnahmen lassen, ja, genau. fühlt man sich, obwohl es anstrengend ist, besser. Das ist eigentlich dein Motto. Das ist sozusagen deine Message auch zu den jungen Leuten. Man fühlt, ja, weil man sich selber ist. Ja. Und sich selber sein ist ja nicht unbedingt immer angenehm. Ich sage nicht, dass das ein super Glücksgefühl auslöst oder so. Aber es ist auf jeden Fall besser, als wenn du gerne nicht weißt, worum es dich ständig irgendwo anzieht, oder? Ich muss sagen, ich finde das eine sehr positive Reflexion, die du an den Tag legst. Ich stimme auch bei vielem zu. Etwas muss ich natürlich sagen, jetzt aus einer gesellschaftskritischen Perspektive. Es gibt natürlich so etwas wie Kapitalismus. Auch so ein Begriff, der eigentlich ultrazentral ist, aber typischerweise nicht gross diskutiert wird, geschweige denn definiert wird. Und der führt ja auch dazu, dass, wie es der Marx sagt, man ist nicht nur frei von Arbeit, sondern auch frei von Besitz in der Regel. Und die doppelte Freiheit führt dazu, dass Leute arbeiten mit. Sie haben kein Geld, sie haben keinen Besitz. Ich muss arbeiten, ich muss einen Arbeitsvertrag suchen, wo mir Monat für Monat ein bestimmtes Mass an Geld auf mein Konto spielt. Oder? Ja. Und der Umstand ist ja eigentlich nicht wegzudiskutieren. Also man kann ja nicht sagen, tja, ich habe jetzt einfach Distanz zu dem Umstand. Ich pfeife auf den Umstand. Ja, ich sehe, dass das nicht optimal ist. Ich habe den reflektiert und ich will mit dem Umstand eigentlich gar nichts zu tun haben. Es ist ja trotzdem keine Möglichkeit zu sagen, ich pfeife auf den Arbeitsvertrag. Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Und darum würde ich sagen, ich stimme dem Bildungsideal sehr zu. Ich habe sehr grosse Sympathie. Aber ist nicht durch gesellschaftlichen Umstand, wo es erschwert, an diesem Bildungsideal zu frönen? Nein, das Ideal muss genau bestehen. Und zwar, du hast es eigentlich jetzt sehr schön beschrieben, oder? Weil es eben so ist, dass die Mächte alle auf dich einwirken. Da jetzt die Marktmacht, oder? Ja. Musst du reflektieren, damit du überhaupt frei wirst, oder? Du musst. Und das ist das ist der Job vom Bildungssystem. Es ist pervers, dass das Bildungssystem inzwischen eigentlich eine Humankapitalmaschine geworden ist. Also eine Art Vorzimmer von der Personalabteilung. Hast du mal im Artikel geschrieben? Ja, das habe ich in der NZZ geschrieben und viele Lehrer haben mir recht gegeben. Also, sie fühlen sich auch eigentlich degradiert zu Humankapitallieferanten, oder? Aber das ist nicht die Idee. Die Idee ist, dass du reflektieren kannst. Das heißt nicht, dass du das System nachher sozusagen wegzaubern. Das ist nicht die Idee, oder? Sondern die Idee ist, dass du wenigstens weißt, um was es geht, oder? Also mir hat einmal ein Professor für Wirtschaftsethik gesagt, die Effizienz vom Markt beruht wesentlich auf Zwang. Ja. Und das stimmt, da kann man nicht wegdiskutieren. Wesentlich auf Zwang. Ohne Zwang gibt es eigentlich keine Effizienz. Das ist so. So. Und das ist ja beim Sport übrigens auch so. Also wenn du gezwungen bist zum Gewinnen, weil du sonst den Titel verlierst, oder, dann bist du sehr viel schneller, als wenn du nicht gezwungen bist. Machst ein Testspiel, interessiert kein Mensch. Vor allem die Italiener sind ein bisschen so. Oder? Aber eben, noch einmal zum Zwang. Gut. Jetzt kannst du aber als Mensch hast du die Wahl zwischen der Reflexion zu dem gegenüber. Und dann, ich würde sagen, das wäre sehr gesund, wenn die meisten jungen Menschen verstehen, das ist wesentlich Zwang, es ist keine freiwillige Geschichte. Weil dann machen sie sich nicht mehr die Illusionen, die sie sich jetzt machen, dass es ein Ort der Selbstverwirklichung sei. Ich tue mich verwirklichen. Das ist doch Unsinn. Du verwirklichst deine Beziehungen. Das ist der Ort der echten Verwirklichung. Familie, Freundschaft, Liebe, Kinder haben. Das ist der Ort der Verwirklichung. Arbeit ist wesentlich Zwang, wenn du nicht reich bist. Aber dann mach den Zwang gut. Mach ihn zu deinem Ort. Versuch dort den Raum zu finden, wo du einen Unterschied machen kannst. Wenn du dann nicht reflektierst, wenn dir nie jemand sagt, das ist im Fall ein Zwang, oder? Dann kommst du nicht auf die Idee, dass das der falsche Ort ist, um das ganze Leben zu investieren. Ja, okay. Du würdest also sagen, der kritische Geist ist ein Wert an sich. Auch wenn er nicht dazu führt, dass du jetzt dank dem kritischen Geist irgendetwas ändern kannst. Du kannst at least immerhin die Sicht auf die Gesellschaft ändern. Und das macht eigentlich schon etwas. Das ist dein Punkt. Richtig? Ja, und wenn viele Leute eine andere Sicht auf die Sache haben, ja.
dann ändert sich etwas. Das ist eine Frage von der Masse natürlich. Okay, oder? okay. Aber es ist nicht so, dass du... Okay. Also der Wert von der Bildung misst sich nicht am Resultat, am Output. Ja, es richtig, ist keine output-orientierte Betrachtung, die ich habe. Es ist egal, ob du nachher das anwendest oder nicht und so weiter, ob eine Revolution startest oder was. Das ist nicht der Sinn, oder? Also das wäre eine marxistische Bildungsbetrachtung. Also es ist nur sinnvoll, wenn ich nachher die Gesellschaft verändern kann, oder? Das ist ein marxistisches Bild. Das ist eigentlich falsch. Es geht darum, dass du zuerst einmal wirst. Du wirst zuerst einmal du. Und wirklich du. Und das heisst ja auch, du bist es nicht. Du bist es nicht von Anfang an. Du musst dich anstrengen, dass du wirst. Und mit dem meine ich, dass du tatsächlich die verantworten kannst überhaupt. Weil ich kann guten Gewissens sagen, das meiste, was ich in meinem Leben mache, kann ich verantworten. Weil ich es tatsächlich zuerst reflektiert, bevor ich es gemacht habe. Verstanden. Verstehst du? Aber da kannst du doch einem Menschen nicht vorwerfen, der nie reflektiert, kannst du doch nicht vorwerfen, dass er jetzt ein Seich macht. Ja, absolut. Ja, Also absolut, das ist schon... Und nachher... Weil er weiß ja nicht, was er tut. Im Grunde, ja, im Grunde. Wir sind auch bis zu einem gewissen Grad immer noch getrieben. Wir sind nie ganz frei, das ist schon klar. Aber ein bisschen mehr Wirkung kannst du entfalten, dass du es selber verantwortest. Und darum, aber ich mache mir auch da natürlich ein wenig Illusionen. Am Schluss hast du ein Gesellschaftssystem und vielleicht zum Kapitalismus noch ein Wort, oder? Ich meine, ich finde zwischen Überhöhung, romantischer Überhöhung und völliger Dämonisierung, oder? Also links und rechts quasi, oder? Würde ich dann schon, also in der Mitte eine nüchterne Betrachtung, also ähnlich wie bei der Demokratie. Der Churchill sagt über Demokratie, es ist die schlechteste Regierungsform, except all the others. Also abgesehen von allen anderen. Ich würde beim Kapitalismus genau das Gleiche sagen. Es ist die schlechteste Organisationsform für Privatbesitz, except all the others. Ja, die anderen sind alle viel schlimmer. Ja. Viel schlimmer. Am wenigsten Armut gibt es, wo freie Märkte sind. Da gibt es am wenigsten Armut. Das ist also eine empirische Tatsache. Oder? Das heisst aber nicht, dass es einfach gut ist. Das ist nicht eine Aussage über die Moral. Das ist kein gutes System. Natürlich nicht. Aber es gibt die anderen, die sind einfach noch schlimmer. Das ist eben das Problem. Oder? Ja. Okay. Also würdest du sagen, es ist ein System, das der Bildung nicht per se gut gesinnt ist, aber nevertheless ein System, mit dem man irgendwie leben muss und innerhalb dessen man das Beste tun muss? Ja. Ganz eine kurze private Frage. Wie bist du zu diesen Sichtweisen gekommen? Das nimmt mich wunder. Ich finde doch, du hast eine eigene, originelle, gerade deshalb sehr interessante Perspektive. Wie bist du zu der gekommen? Was ist sozusagen dein Lebensweg? Ganz kurz gesagt, dank dem du zu dieser Perspektive gekommen bist oder zu diesen Perspektiven. Es sind ja viele, die du heute geteilt hast mit uns. Also als junger Mensch bin ich eher marxistisch gewesen. Also sehr viel. Ich habe gedacht, eigentlich argumentierst du eigentlich links. Ja, also in vielerlei Hinsicht argumentierst ja. du sicher nicht, würde ich jetzt nicht sagen. Ist das mir ist schon ein Mix aus... vorgeworfen worden. Ist Ja, mir schon okay. vorgeworfen, Ja. aber ist mir auch vorgeworfen, ich sei rechtsradikal. Also, das Okay. ist mir alles schon vorgeworfen worden. Also, ich meine, das ist ja wunderbar. Das sind so Badge of Honor, oder? Rechts, links, rassistisch, homophob, Weichei. Alles habe ich schon gehört. Aber ich weiß es nicht. Also, marxistisch, intellektuell, Autor, Schriftsteller, du bist eigentlich immer ein Link in dieser Szene, oder? Nachher aber habe ich angefangen, theologische Sachen zu lesen. Katholische Theologen eben eigentlich vor allem. Und die hat mir irgendwie eine neue Perspektive eröffnet. Und da bin ich vom Job her in der kirchlichen Kommunikation gewesen, Medienarbeit gemacht dort, Mediencoaching für Bischöfe und so. Und bin in die katholische Tradition auch von der Praxis her reingekommen, oder? Ja. Und da hat meine Denkweise und mein Menschenbild vor allem verändert, oder? Wie der Thomas von Aquin sagt, der Mensch ist die Lust des Engels und die Lust des Tieres. Beides zugleich. Und das zugleich hat mich fasziniert, weil er weigert sich quasi in das eine oder das andere zu gehen. Ja. Wenn du heute Theorien anschaust, dann hast du die Lust des Tieres, da wäre dann die ganze Naturwissenschaft, das sind eigentlich komplizierte Affen, oder die Esoterik, die Lust des Engels. Du schwebst eigentlich über allem, oder? Auch Gender ist auch so ein bisschen engelhaft, du kannst über dem Körper stehen und so. Und wir sagen, das ist wie beides, du bist in einer Spannung, oder? Zwischen Himmel und Erde. So. Und ich habe gefunden, das ist so groß, das Menschenbild ist so weit und kreativ auch, dass ich mich da viel wohler fühle als bei dieser marxistischen menschlichen Produkt von seinem Umfeld. Und die Wirtschaft ist eigentlich die schlimmste Macht. Und, ja. Aber als junger Mensch, meine Eltern haben sehr wenig Geld, wir sind arme Leute sind es eigentlich. Das war natürlich Marx mega verlockend. Der hat einfach gesagt, du, weißt du was, die Reichen sind schuld. Ja. Und wenn die Reichen alle tot sind, ist die Welt gut. Als Junge hörst du natürlich, wenn es dir nicht gut geht, hörst du auch gerne. Ja, kann man sagen. Okay, interessant. Und also, du bist also eigentlich vom Marxismus hergekommen. Ja. Du bist Autor, Intellektuell. Du hast dich schon früh publizistisch engagiert, wie ich gesehen habe, auch einiges von dir gelesen. Und dann bist du aber durch die Lektüre von katholischen Schriften vor allem eigentlich weltanschaulich oder intellektuell
zu einer anderen Position gelangt, zu einer, die du heute eigentlich vorgestellt hast, wo du gesagt hast, was ist Bildung, wie kommt man zur Bildung und so weiter. Aber ich habe immer noch einen kapitalismuskritischen Reflex. Oder? Also ich bin nicht einer von denen, der sagt, es braucht keinen Staat und ich bin kein Libertärer. Ja. Ich sage immer ein Tocqueville-Liberaler. Ja. Ich bin ein klassischer Tocqueville. Tocqueville sagt, der Liberalismus funktioniert, wenn er eine Seele hat. Und die Seele ist, beim Tocqueville ist das Christentum. Ja. Wenn er eine Seele hat. Ja. Aber ohne Seele, ohne Wertekanon, wo quasi über dem Markt steht, dann funktioniert es nicht. Dann frisst sich selber. Und das stimmt. Interessant. Ich nehme sehr viel mit von dem, was wir heute diskutiert haben. Es hat mich sehr gefreut, dich zu treffen, Giuseppe, und über das zu reden. Vielleicht reden wir mal ein zweites Mal darüber reden, dann ein bisschen vertiefter über spezifische Aspekte. Das würde mich zum Beispiel extrem wundern, wie du zu so Sachen stehst, wie zum Beispiel Lateinunterricht. Zum Beispiel. Ist auch so etwas, das mega außen vor ist, wo aber, glaube ich, für die Auseinandersetzung mit Humanismus, Aufklärung und so weiter sehr wichtig wäre. Das wäre aber eine vertiefte Geschichte. Ich freue mich jetzt heute, dass du kommen konntest, dass du dir 3,5 Stunden Zeit genommen hast, und danke dir für das Gespräch. Danke vielmals für die Einladung.